Dies ist meine Wanderung auf dem John O'Groats Trail. 9 Tage, rund 270 Kilometer. Ein Küstenpfad durch die wilden Highlands Schottlands. Vom äußersten Nordosten bei John O'Groats geht es bis nach Inverness. Ich folge einer Küste voller Klippen, Ruinen und unerwarteter Begegnungen. Ja, moin, hier ist Dolle und ihr glaubt nicht, wo ich gerade bin. Das hier, liebe Freunde, ist John O'Groats. Und John O'Groats liegt am Ende von Großbritannien. Und ich gehe jetzt auf diesen sogenannten John O'Groats Trail. Der startet dort. Jede Tour beginnt mit einem ersten Schritt. So, ich laufe jetzt hier schon die ersten 100 Meter gegen die Sonne. Der John O'Groats Trail ist 147 Meilen lang, was ungefähr 240 Kilometern entspricht. Ich versuche das von heute an in 11 Tagen zu schaffen. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bis jetzt habe ich noch kein einziges Zeichen gesehen, was diesen Wanderweg markiert. Hier habe ich das erste Mal den Beweis dafür, dass ich auf dem Southbound John O'Groats Trail bin. Südwärts. Die Wege werden langsam etwas matschiger und mooriger. Hier, das finde ich absolut spektakulär, kann man mit dem Kanu vom Meer aus reinfahren, kann da rechts diesen Stack umrunden und findet dann auch noch weitere Höhlen vor. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love
Vor über 1000 Jahren sind die Wikinger hierher gekommen und haben hier an diesem Strand angelegt. Und man sieht da drüben vielleicht schon das Castle Freswick. Das ist auf alten Ruinen von Wikinger-Siedlungen entstanden. Ja, und weil auch andere Leute dachten, das wäre eine gute Idee, hier zu landen und Großbritannien zu erobern, hat man hier im Zweiten Weltkrieg diese Betonpoller errichtet. Oslo liegt ungefähr auf dieser Höhe in 500 Kilometern. Und ich finde es immer wieder beachtlich, wie die das damals geschafft haben, mit ihrer Navigation hierher zu finden und dann auch noch sich nicht zu verfransen und vielleicht in Amerika zu landen. Aber das haben sie ja trotzdem geschafft, sagt man. Ja, der Mann, der da hinten gerade wegläuft, ist jemand, der hier den Trail betreut, der hier die Wege freischneidet. Ich glaube, er heißt Kiel. Und wir haben kurz miteinander gesprochen. Ja, dieser Weg beruht ganz viel auf freiwilligen Helfern, die hier nicht nur die Wege freischneiden, sondern auch Gelder sammeln, um die Brücken zu bauen und auch diese Querungen. Und es werden immer mehr. Dies hier ist das Case Castle. Irgendwie Danger, keep out. Warum bloß? Das hier nennt sich Machine Gun Pillbox, stammt aus dem Jahre 1940, sprich Zweiten Weltkrieg. Und ich hoffe, dass wir sowas nie wieder brauchen. Auf der ganzen Strecke von 25 Kilometern sind mir 5 Menschen begegnet. Und das sieht so aus, als würde sich das da drüben gleich an der Personenzahl verdoppelt plus ein Hund. Es gibt hier tatsächlich eine Umleitung, die ich jetzt nehmen werde. Sonst müsste ich nämlich hier von diesem Stück wieder ganz zurücklaufen, um hier rüber zu kommen. Man kommt ja hier nicht rüber. Das heißt, einmal hier an der Straße lang und wieder zurück
an den sogenannten Vesta River. Hier ist jetzt dieser besagte Vesta River und deswegen muss ich diesen Umweg gehen, weil er doch eine ganze Menge Wasser führt. John O'Groats Trail geht jetzt hier geradeaus über den Golfplatz. Hier Loch 19 und da drüben das weitere Loch. Ich hoffe, dass der da drüben wartet, bis ich hier drüben bin und ich jetzt nicht gleich einen Ball an den Kopf kriege. Weg vom Golfplatz. Nur noch über diese wackelige Angelegenheit rüber und dann hier drüben geht's weiter. Das ist eine Rinnsal, das ist eine Pfütze. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Deswegen macht ihr hier so ein Gewese. Das hätte sogar noch frische Füße gegeben. Heute zeige ich euch mal meine neuen Barfußschuhe. Die hätte ich vorher schon mal anziehen sollen. Sehr bequem nach 30 Kilometern. Ja, das ist der Golfclub, der auf mich geschossen hat. Zumindest mein Defibrillator hätten sie gehabt. Dort hinten am Horizont sieht man bereits den Leuchtturm von Wick. Und den werde ich heute auch noch erreichen, denn der ist schick. Der Hafen von Ecketgill. Ja, ich glaube, die florierenden Zeiten sind vorbei. Ich präsentiere die kurze Anna. Ich präsentiere die lange Anna. Ich präsentiere Ecketgill Castle oder Sinclair Castle. Und ich schwenke rüber zum Leuchtturm. Ich glaube, so eine Stacks, die hätte jeder gerne im Wohnzimmer. Großzügig geschnitten, natürlich 1A ruhige Lage. Ansonsten auch wieder stark renovierungsbedürftig. Jetzt komme ich an das Nosehead Lighthouse und hier ist was gesperrt. Ich kann aber auf eigenes Risiko weitergehen. Was heißt denn das? Schießen die auf mich oder? Wenn euch das Video bislang gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr auch solche treuen Follower werden könntet. Nach gut 45 Kilometern nähere ich mich der prosperierenden Hafenstadt Wick. Die scheint wirklich ein bisschen größer zu sein und ich hoffe mal inständig, dass ich hier Fish and Chips bekomme. Das muss jetzt sein. In der Zwischenzeit kann man hier auch ein Bad nehmen im sogenannten North Bar. Das ist ein kleines Gezeitenbad. So, jetzt geht's los. Das habe ich mir aber auch verdient hier heute.